Hallo, herzlich willkommen in diesem Video an alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es hier um einen Kasperkopf, genau genommen 2 Stück, die hier schon neben mir stehen. Das eine ist hier so eine Frau, muss ich erstmal richtig fassen. Auf jeden Fall so eine jüngere Dame soll das hier sein, mit einem speziellen Ausdruck. Diese Augen, das war so gewünscht, dass die immer so halbmondförmig sind, und halt dieser Kasperkopf. Und da hier, das zeige ich gleich am Anfang, da würde ich sagen, das ist eine schöne Übung, wenn man jetzt einsteigen möchte in das Thema Plastik, also eine vollplastisch ausgeformte Figur, weil das hier ist sehr symmetrisch und man kann das mit einer Schablone wundervoll aussägen, auch mit einer Japansäge per Hand oder sowas. Und dann kann man da die ersten Versuche machen, um in das Thema reinzukommen. Also das würde ich schon als Anfängerarbeit auch noch werten. Ja. Es geht hier lediglich um die Symmetrie und man kommt überall schön ran und kann das auch schön sauber schnitzen. Also da gerne mal herausfordern lassen und versuchen. Und hier unten haben wir natürlich noch diese Bohrung, dass man das immer so schön auf den Finger stecken kann. Dann ist das auch ein ganz tolles Spielzeug für Kinder oder Enkelkinder oder auch vielleicht noch Schulanfang in dem einen oder anderen Bundesland jetzt gewesen oder noch bevorstehend. Da könnte man vielleicht sowas auch noch versuchen zu verschenken. Ich denke, das ist eine schöne Übung. Ich habe eine Timelapse angefertigt, also so eine Abfolge von Bildern, woraus dann ein Video entstanden ist, um mal ein bisschen Datenmenge zu sparen und weil sich das halt sehr schön anfertigen lässt in meiner Werkstatt hier, nicht immer solche riesigen Videos entstehen. Genau, das zeige ich jetzt mal, also da gerne abgucken und zuschauen. Ja, ich habe das natürlich als Aufträge gemacht und das waren so entsprechende Wünsche, die ich hier umgesetzt habe. Wenn jemand da Interesse hat, wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich gern, dann können wir da gerne überlegen, was man da alles machen kann. In diesem Sinne, viel Freude beim Zuschauen. Der Anfang ist die Mittellinie, das hilft mir für die Symmetrie. Dann runde ich das recht schnell ab mit dem Balleisen und nehme einen Hohlbohrer, Stich 11 15 mm und arbeite mich an die Augen heran, also an die kleineren Detailformen und schneide damit auch Material neben der Nase weg und gehe dann auf die hintere Ansichtsseite, dass das eben auch dort rund wird und Material wegkommt. Und ich klopfe auch ein bisschen mit diesem kleinen Hohlbohrer, weil, wie man sieht, dieses kleine Werkstück verdreht sich recht gern durch diese mini kleine Auflagefläche unten bei dem Hals. Aber das mache ich einfach so, dass das recht rationell auch vonstatten geht und lasse da unten keinen Sockel dran. Ja. Sonst würde man auch zu viel Holz verschwenden, was ja recht dick sein muss. Ja, ich habe mich hier an die Form herangearbeitet und musste das jetzt nochmal überarbeiten, wie man sieht. Ich habe einfach die Augen ein bisschen tiefer gemacht, die Augenhöhlen ein bisschen tiefer reingeschnitten. Da hilft mir wunderbar so ein Stich 14 von Pfeil. Ich liebe dieses Werkzeug. Also unten eine leichte Rundung wie ein Hohlbohrer, aber genauso konzipiert wie ein Geißfuß. Da kann ich eben schön so Fläche und Rundung ein bisschen schön verarbeiten oder auch für Falten. Und man sieht jetzt schon, das Ganze ist recht glatt und sauber geschnitzt. Und hier merkt man dann aber, desto besser man das praktiziert, wie auch diese Form in sich so ein bisschen gespannt ist. Ja? Und wenn ich sie zu bucklig mache oder irgendwie sie unförmig erscheint, das merke ich jetzt hier bei diesen Schritten, wo ich das eher so glätte. Also da hilft es wirklich so, diese Form so in sich nochmal auszuarbeiten, durchzuarbeiten. Auch bei der Zeichnung kann man sowas sehen. Man kann es recht schnell, skizzenhaft hinzeichnen oder auch ganz, gut durcharbeiten. Und das ist jetzt hier eigentlich dieser Prozess mit so einem Balleisen, nochmal diese Rundung. Die hat in sich wie eine schöne gespannte Form. Ja. Sie hat höchste Punkte, sie hat recht symmetrische Rundungen, manchmal auch fast wie im Kreisbogen. Da kann man auch zum Teil mit Schablonen arbeiten, gerade bei einem Auge oder sowas kann man regelrecht eine Pappschablone ansetzen, um diese Rundung in die Tiefe genau hinzubekommen. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ja, und wenn dieses Holz dann so schön glänzt, dann ist es für mich eigentlich das Zeichen, dass ich hier richtig ausgearbeitet habe. Also man soll noch so ein bisschen Schnitzspuren sehen und das Ganze wird dann bemalt, aber dass man eben noch sieht, es hat doch ein paar Schnitzspuren. So, es entstehen ja doch immer leichte Kanten. Wenn man das noch mehr haben will, lässt man einfach ein bisschen größere Schnitte stehen und geht eben nicht so weit wie ich. Das ist dann, es muss einem auch so ein bisschen liegen, sage ich mal, das Ganze ein bisschen zur Persönlichkeit passen. Vielleicht geht das hier schon in Richtung
einer Übertreibung, was ich gerade mache, aber ja, für mich macht das so Sinn und so ist das stimmig. Andere würden jetzt vielleicht sagen, sie würden das gerne glatt schleifen, aber wenn man das macht, muss man eben wirklich alles dann ganz penibel durchschleifen, dass die Schnitzspuren dann also weg sind, ja, weil das sonst nicht mehr so gut aussieht. Hier sieht man auch mal schön diese zwei Flächen, was ja oft auch gepredigt wird und auch ich immer wiederholt habe. Wenn man ein Übungsstück hat, eine rechtwinklig gehobelte Leiste, da kann man auch diese zwei Flächen, die in die Tiefe führen, eben schön antäuschen und dann geht es halt wieder los mit den Hohleisen, hat man gesehen, kann ich da recht zügig das Material in diesen Augenhöhlen herausarbeiten und die Augen ausformen, die für sich ja auch eine plastische Form haben, der Mund, der auch sich um den Kiefer herum wölbt nach hinten, damit komme ich jetzt am Anfang gut zurecht und dann nehme ich kleinere Hohleisen, so ein Stich 10 oder Stich 11, 10 mm, der geht auch ganz gut für die Augen und Mund, so dieses plastische Ausarbeiten, also Schnitt an Schnitt setzen, ja, das folgt nicht so einer richtigen Logik oder einem System, da muss man auch so ein bisschen spüren, ja, wie ist diese Form, also da geht es so in diese künstlerische Richtung, ja, also da kann man natürlich sehr viel lernen, ist was anderes wie eine Schrift schnitzen, ja, da ist man wirklich herausgefordert, so diese Formzusammenhänge, das alles hängt mit allem hier zusammen und da kommen dann natürlich die Details eher dann zum Schluss. Also die darf man nicht zu früh machen, man kann sie natürlich vorsichtig andeuten und dann schärfer ausarbeiten, aber ich muss mich erst um die groben Formen kümmern und dann nehme ich halt gerne auch gerade Eisen, einen großen Hohlbohrer, kleinere Hohlbohrer dann und so kann ich mir auch das schön aufzeichnen bei einem Ohr, dann nehme ich einen Hohlbohrer, schneide diese Vertiefungen heraus und tue die Form für sich nochmal schön ausarbeiten und glätten. Also das Glätten finde ich hier sehr wichtig, dass es den Wünschen der Kundschaft entspricht und auch diese schönen sichelförmigen Augen, die müssen natürlich in der Fläche, die in der Tiefe liegt, auch nochmal schön ausgearbeitet sein. Das ist hier die Schwierigkeit, in diese kleinen Ecken reinzukommen. Da nehme ich gerne ein Schnitzmesser. Ja, und desto sauberer man das schneidet, auch gerade bei so einer Frau, desto weicher und natürlicher kommt es natürlich auch rüber. Und ich finde die geschnitzten Oberflächen besonders schön, weil die Holzfaser durchschnitten ist und man sieht noch so das Material richtig. Ja, wenn das geschliffen ist, kriegt es ja wie eine neue Oberfläche. Das kann auch sehr, sehr plastisch aussehen. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist eben was völlig anderes wie ein Schnitt. Genau, und für das Malen ist das hier in diesem Fall besser, wenn das noch bemalt wird, dass es geschnitzt ist. Ja, ich schnitze hier nochmal in der Hand nach. Also es hilft mir insofern, dass ich hier nochmal drehen kann. Und wenn ich das vor mir habe und so ein bisschen drehe, sehe ich manchmal noch Unsauberkeiten oder ungenau ausgearbeitete Flächen bei den Augen zum Beispiel oder in diesen Ecken da. Kann ich wunderschön auch sauber schnitzen. Mit dieser Schnitztechnik den Daumen ansetzen und dann vorsichtig so ein bisschen führen oder auch mit dem Ringfinger, aber nur bei ganz zarten Schnitten und das muss ich vorher üben, diese Schnittführung hier. Also da nicht einfach aus dem kalten, sondern erstmal im eingespannten Zustand auch üben. Gut, soweit der Kommentar.